hinten ist noch richtig Dunst, wo das Schilf ist. Ein wunderschöner Morgen. Das sagt das Thermometer, innen 13,3, draußen 9,7. Ist es noch. 6:15 ist es. Sonne ist da zwar schon zu sehen, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis sie kommt. Auf einmal zieht der Dunst auf. Guckt mal, in der Früh um 6 war noch alles klar. Und da hinten, hinterm Häusl, wo gerade vorher noch die Sonne war, wo wir jetzt umrücken wollten, in Kapachi, da ist jetzt die Sonne auch weg. Aber es wird so sein wie gestern. Die Sonne ist gleich fertig mit dem Dunst. Auf in die Sonne! Jetzt nochmal aussteigen. Jetzt kommt es. Jetzt machen wir nur zum Kaffee. Nur zum Kaffee sitzen. Nur zum Kaffee. Jetzt habe ich das Display noch dran. Aber da brauchen wir ja gar kein.
Die paar Meter brauchen wir kein Akku. Wir sind an unserem Frühstücksplatz. Keine 10 Minuten später und die Sonne kommt und löst den Dunst schon auf. Das ist eine Stimmung. Ich sag euch, es ist ein Traum. Die schnattern und pfeifen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Schnatterenten sind. Ich bin am Vorbereiten für einen Kaffee. Patschi hat gegessen und der hat es vorgezogen, wieder einzusteigen. Und da ist mir vorhin eine, ich weiß nicht, Ornithologin, Hobby-Ornithologin begegnet. Und es ist fantastisch. Die hat eine Rohrdommel gesehen, da drüben im Schilf, ganz am anderen Ufer. Da bin ich mit meinem kleinen Spektiv aufgeschmissen. Ich habe sie dann zwar, wo ich wusste, wo sie ist, habe ich sie gesehen, aber zum Bestimmen hätte es nicht gereicht. Aber wenn man weiß, dass es eine ist, schön. Also ich muss mich besser ausrüsten. Größeres Spektiv und nächstes Jahr vielleicht die Kamera mit Tele. So, Kaffee ist fertig. Schaut euch diese Creme an. Boah. Jetzt kommt da noch Milch drauf. Heute gibt es einen Milchkaffee. Und jetzt die Breze noch und dann mit dieser schönen Kulisse. Einfach wunderbar. Ich sag euch, das sind so Momente, da möchte man, dass die gar nicht vorübergehen. Ja, wunderbar. Da vorne die Blässhühner mit ihrem metallischen Kick. Jetzt sagen sie natürlich nichts. Und ganz hinten am anderen Ufer, da sitzt die Rohrdommel im Schilf. Da ist halt leider mein kleines Spektiv überfordert.
Wie schön der Gesang der Schwäne. Die können noch fliegen. Aber die so stark in der Mause sind jetzt, die können nicht mehr fliegen. Da fällt mir ein, ich habe ja noch gar keine Feder gefunden für mein Federbestimmbuch. Ich zeige euch dann mal, was ich alles dabei habe. Jetzt schaut her, den Kosmos Vogelführer, den habe ich mir ja neu gekauft, nachdem mein letzter von 1971 ist und einfach vieles nicht mehr gestimmt hat. Ja, da war ich 14, als ich mir den Kosmos Vogelführer gekauft habe. Und jetzt mit 64 gibt es mal ein Update. Dann den Federführer. Ich sehe aber nur lauter weiße Federn, die eindeutig von den Schwänen kommen. Naja, es könnte auch eine Möwe sein. Und natürlich 10 und die Kunst der Vogelbeobachtung. Dieses schöne Buch, wie der es so schön beschreibt, dieses Gefühl, wenn ich jetzt da den See betrachte, die Vögel betrachte, da fliegt der Eisvogel, den wird man nicht sehen. Oh, er leuchtet blau. Ja, dieser Moment, wo man so im Sein ist, in der Gegenwart, im Jetzt, im Hier, wo jeder Gedanke ausgeschaltet ist, dieses Glücksgefühl, ja, das beschreibt er so schön. Aufbruchstimmung. Da kommen Jogger drum, guckt dazu. Das muss man immer genau im Blick haben, gell? Ja. A112 steht drauf. Den Schwan habe ich Samstag und Sonntag gesehen. Samstag dachte ich noch, er hat irgendwie sich was um den Hals gestülpt und am Sonntag erkannte ich, dass es eine Markierung ist. So, erstes Bad für heute früh. Das Wasser ist ja so ein Traum. Hey Patschi, wo gehst du hin? Ich verstehe eine die Kriterien. Glasklar. Ist das schön. Ganz kleine Fischlein sind da. Kann's nicht erkennen, was? Vielleicht beim Näherzoomen dann später. Du könntest dich ja auch ins trockene Warme legen. So schön. Hm? Also ich bin so hingerissen von diesem Büchlein. Immer wieder Gänsehaut. Da schreibt er zum Beispiel, Wandern, Pilgern ist ein Abbild des Lebens. Ja. Die stete Unsicherheit einer solche dem Wetter und den Zufälligkeiten des Weges ausgesetzten Wanderung entsprachen dem Ideal eines Mannes wie Bachot.
weit mehr als das geordnete Leben in der eigenen Hütte im Kreis seiner Schüler. Er war überzeugt, dass durch die stets neuen Erfahrungen der Reise, die Begegnung mit fremden Menschen und die Beobachtung der Naturschönheiten der Sinn geschärft wird für die wirklich essentiellen Dinge des Lebens. Er war ein Mann des tiefen Erlebens, der emotionalen Teilnahme an den Orten, die er besuchte, und an den Geschichten, die sich mit diesen Orten verbanden. Immer wieder lesen wir, dass ihm die Tränen kommen. Vergessen waren alle Beschwerden der Reise, Tränen traten mir in die Augen. Vögel spielen in seiner Dichtung eine große Rolle. Sie kommen immer wieder vor, sowohl in ihrer Natürlichkeit als auch in ihrer symbolischen Bedeutung. Es dunkelt das Meer, der Ruf der Wildenten scheint weißlich zu schimmern. Das ist so bildhaft, dass ich schon wieder eine Gänsehaut kriege. Beim zweiten Mal. Nein, es ist nicht bildhaft, das muss man fühlen. Ja, es dunkelt das Meer, der Ruf der Wildenten scheint weißlich zu schimmern. Herbst. Hier verdreht. Es ist gleich 12:30 oder ist schon 12:30. Jetzt habe ich noch ein paar nette Gespräche gehabt. Wir sind wieder an unserem Lieblingsplatz, wo wir auch heute Nacht waren. Und ich habe ein bisschen gesammelt. Brennnessel, Labkraut, Spitzwegerich, 5-Fingerkraut ist dabei. Habe ich alles. Ich glaube, ich habe Löwenzahn natürlich, ganz dick strahlt er entgegen. Es gibt jetzt Püree und Wildgemüsepesto. Ich mache das Pesto wie sonst. Ich tue jetzt das Gemüse erst einmal in das Glas vom Mixer. Das dauert ein bisschen, weil ich mache das nicht mit den Fingern, weil die Brennnesseln, wenn die gewaschen sind, die sind ja so aggressiv. Gut, und jetzt kommt da eine gute Portion, ein halber Teelöffel Salz rein, dafür ins Püree nicht, oder knapper halber Teelöffel. So, oder Viertel da. Und das wird jetzt verquirlt und damit hoffe ich dann, wenn da irgendwelche Wurmeier sind, dass das sprengt durch das Salz, weil das wird Rohkost. Guten Schuss Öl dazu. Ich habe leider kein Olivenöl heute dabei. Und ein bisschen Wasser, damit es auch damit sich's verteilt. Und jetzt wird das raufgeschraubt und ich hoffe, kocht, da werde ich den Spiritus mal löschen. So, jetzt kommt das Wasser rein. Da habe ich eine fantastisch gute Hafermilch. Jetzt vorsichtig umrühren. Das Gurke schneide ich noch rein. Oder einiges davon. Und jetzt kommt das Pesto noch drüber.
Da kommt nochmal schön ausgespült. Das verträgt schon Flüssigkeit. So, und jetzt? Mahlzeit. Mahlzeit. Jetzt tut die Sonne auch wieder gut. Tja, letztes Bad noch vor der Heimfahrt. Er wartet ja schon sehnsüchtig drauf, Patti. Und dann kann ich den Rest Wasser selber behalten. Ich stehe auch mit drin. Ein Traum. Ha? Ja, toll. Super. Ist super. Jetzt war der Patschi gerade noch mal baden. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, 2, 3, werden wir so langsam den Heimweg antreten. Wunderschön. Und ich bin froh, dass das nicht so weit weg ist von zu Hause, vielleicht 20 Kilometer, dass wir das öfters genießen können an einem Wochenende. Und es ist immer spannend, was denn gerade für Vögel unterwegs sind. Patschi? Ein altes Schloss gibt es hier auch, Schloss Kronwinkel. So, 10 Kilometer vor zu Hause haben wir jetzt nochmal die schöne Strecke da am Bach entlang. Magst du gerne mal runtergehen ins Wasser? Magst du da runtergehen? Nein? So? Dann fahren wir.